Moin und damit herzlich willkommen zu der Reaction auf das Album Onion von Hardlife. Wir sind ja gerade auch parallel auf Twitch live. Ich habe den Chat leider nirgendwo eingeblendet. Aber falls ihr Reactions sehen wollt, bevor sie auf YouTube landen, dann schaut gerne bei meinem Twitch vorbei. Das ist auch in der Beschreibung verlinkt. Würde mich freuen. Ich habe auch schon auf die Single Crickets reagiert. Könnt ihr gerne oben rechts auf dem i auschecken oder einfach auf meinen Kanal gehen. Dann seht ihr die Reaction dazu. Das heißt, auf Crickets werden wir nicht nochmal reagieren, genauso wie auf Tears, Ogre, Yellow Bike und Othello, weil die waren schon Single-Auskopplungen, die habe ich vorher schon gehört, das heißt, auf die kann ich keine Reaction leider mehr machen. Dafür werden wir uns Fever, Proximity Effect, Jane, Octopus, Telegraph Hill, Pilot, Are You Still Watching, Panorama und Endcredits anhören. Falls ich auf irgendwas reagieren soll, was du gerne hörst, dann schreib es mir einfach in die Kommentare unten und dann schaue ich mal, ob ich darauf reagieren kann. Und ansonsten schreib auch gerne deine Meinung zu dem Album, falls du die Band Hardlife hörst, gerne in die Kommentare und lass gerne ein Like und ein Abo da. Wir fangen direkt mit Fever an. Das Ganze ist ein Interlude, der geht nur 34 Sekunden. Wir können trotzdem kurz schauen. Mitwirkende ist wieder von Tucker oder Taker Perry produziert, mit dem Produzenten, der das Ganze auch mit Murray in Tokio produziert hat. Ist auch von Murray selber geschrieben. Genau, geht 34 Sekunden, wir hören mal rein. Es geht ja eher so ein bisschen um den Vibe und in den Vibe von dem Album reinzukommen. It's just kind of like pop. Ja, aber es hat einen geilen Vibe, Alter. Aber das, was man da im Hintergrund hört, ich weiß, man hört ja im Hintergrund trotzdem so wie in so einer Art Song. Das wäre geil gewesen, wenn es das noch als Full Release gegeben hätte. Vielleicht kommt es ja irgendwann noch. Aber es hat einen geilen Vibe. Onion. Genau, und dann kommen wir geht direkt zu Proximity Effect. Proximity Effect ist jetzt der Clou. Kurze Side Story. Die haben auch Vinyls und so zu dem Album verkauft. Und die wurden eine Woche oder so oder ein paar Tage vor dem Album-Release jetzt einfach gecancelt. Und das ist der Grund, warum es gecancelt wurde, weil die einfach von Proximity Effect die kompletten Lyrics wegnehmen mussten. Ich weiß den Hintergrund nicht genau, ob das irgendwie rechtliche Gründe hatte oder auch, es gab Gerüchte mit irgendwie einem ehemaligen Bandmitglied, was erwähnt wurde und das wollte das nicht und bla bla bla. Das heißt, wir hören uns jetzt zum Einstieg nochmal ein 2 Minuten 24-es Instrumental an. Aber ich glaube, das Instrumental ist auch ganz nice und danach geht es dann mit normalen Lyric-Songs weiter. Aber hören wir mal in das Instrumental rein. Aber ich fand es schade, weil, ich kann ja auch ein bisschen über das Instrumental reden, weil die Lyrics auf dem Song waren auch sehr geil von der Vorschau. Ist halt ein Instrumental jetzt. Ja, wobei, ja, komm. Wir können das, glaube ich, gediegen überspringen. Schade, wie gesagt, dass keine Lyrics drauf sind, aber vom Instrumental klingt das sehr nice. Kann man vielleicht, wenn man so das Album so am Stück durchhört, einfach trotzdem anhören. Aber ja, skippen wir mal bis zum Ende und dann hören wir den ersten Song mit Lyrics an. Krass. Okay, Jane. Crying at the museum, I wasn't even there. The life I left behind. Whoa. Is it still there? Also ich weiß, dass bei dem Song auch viele Effekte drauf sind. Ich bin gespannt, ob er mir gefallen wird oder nicht, weil mir zu viele Effekte manchmal ein bisschen zu viel sind. Oder ich finde das dann noch unangenehm zum Hören, aber schauen wir mal. Are you still there? No, you're right here. You're wearing a body cam, secondhand embarrassment. I'm scared that you won't Okay. Anymore. Es sind halt schon sehr viele verschiedene Effekte und es geht auch so von der Töne immer switch-krank. Aber der Bass, der da mit reinkommt, ist auf jeden Fall sehr geil. Boah, Alter, was passiert da? Ja, wie gesagt, also es sind krank viele Effekte auf dem Song. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Es hat eigentlich an sich eine gute Basis mit der Gitarre und so und der Bass gefällt mir auch. Aber die Effekte sind ein bisschen too much einfach, finde ich.
Will you be my right hand? I wanna put my hands on your body, but I don't know where we stand. You say you don't understand. Promise you don't have to stand. You say you don't understand. I feel dizzy from the day glow. I feel different as the day goes. Nighttime got me. Okay, aber der Part ist jetzt, der ist irgendwie ein bisschen geiler, als wenn er das nochmal mit einem Effekt gemacht hätte. Das klingt noch ganz geil. Also das ist noch ganz geil, das klingt auf jeden Fall irgendwie geiler als die andere Stelle mit den Effekten. Was ich hier gerade ganz geil fand, war dass er dieses Stand ich glaube bei Understand, müsste jetzt die Lyrics mit einblenden, kann ich leider nicht mit einblenden, ist nicht verfügbar, aber bei dem Understand und dann hört man das Stand auf links und dann hat er irgendwas noch gesagt, dass sie quasi irgendwie steht oder so und das Stand war dann wieder so auf dem linken Ohr. Das war ein Detail, was ich irgendwie sehr geil fand, aber hören wir mal weiter. Nighttime got me on your payroll. White lies feeling unstable. I feel dizzy from the day. Boah, Alter. Aber der Vibe ist ultra krank, Digga. Feel different as the day goes. Nighttime got me on your payroll. Boah. White lies feeling unstable. Boah, Alter, die Drums noch. Boah, okay. Das klingt heftig. Alter, wie viele Details da drin sind. Okay, krank. And cryogenics. Stay for a minute. Take it as a given. Okay, also, Digga, der Song, der war verrückt. Also er hat auf jeden Fall, er hat viele verschiedene so Parts, würde ich sagen. Oder so Stils auch ein bisschen. Also wie gesagt, der ist hier am Anfang mit dem, Still there. mit diesem Filter hier. Das war mir ein bisschen zu krass. Das fühle ich nicht so sehr. Also vor allem, weil es halt so verschiedene Tonhöhen, das ist einfach too much für mich. Der Bass, der auf jeden Fall hier verwendet wurde, war mega geil. Das war trotzdem sehr geil. Dann dieser Part vor allem hier. Komplett abgespaced, Alter. Dann, wie gesagt, das Detail hier mit diesem Stand fand ich sehr geil. Und halt, Digga, dieses Ende. Was ist das für ein Ende? Das baut so einen krassen Vibe einfach auf. Oder wie nennt man das? Ich weiß nicht, so ein räumliches Verhältnis vor allem auch so richtig krank. Und da sind auch so richtig viele Details. Ich glaube, wenn man den dreimal hört, fallen einem vielleicht erstmal Details auf, die man jetzt beim ersten Mal hören noch gar nicht so sehr mitbekommt. Und halt, Digga, als die Drums reinkamen, perfekt einfach dann. Das fand ich, also das Ende war mit Abstand, oder so gegen Ende, auf jeden Fall mit Abstand der stärkste Part von dem ganzen Song. Ich würde aber overall sagen, ich weiß nicht, den kann man hören, aber mich triggert dieser Anfang mit den Filtern halt zu sehr ein bisschen. Deswegen weiß ich nicht, wie oft ich den hören werde, aber schauen wir mal. Ich werde auch ganz am Ende ein Album-Ranking auf jeden Fall nochmal, oder ich werde nochmal so ein bisschen das Album zusammenfassen und nochmal ein Album-Ranking auf jeden Fall abgeben. Genau, das war aber erstmal Jane übrigens, haben wir gar nicht geschaut. Mitwirkende. War geschrieben von Murray und von Taker. Ich sage jetzt einfach mal Tucker. Nee, warte. Ich sage jetzt Taker so. Taker Perry. Auch von ihm produziert. Ja, aber ein guter Einstieg trotzdem. Dann kommen wir zu Octopus. Das Ganze ist auch wieder produziert von Taker Perry. Ich glaube, wir brauchen da eigentlich gar nicht mehr reinschauen. Es wird alles produziert sein von Taker Perry. Und auch geschrieben von Murray und ihm. Ich bin gespannt. Ich habe in einem Community-Discord, meine Kette war falsch rum, gehört, dass das hier von vielen, oder auch generell auf Social Media, habe ich gesehen, dass das von vielen der Favorite ist. Deswegen bin ich sehr gespannt und auch von dem Teaser her klang er sehr nice. Wie gesagt, schade, dass hier keine Lyrics irgendwie verknüpft sind, sonst würde ich die einblenden. Aber schauen wir mal.
I can't feel a thing from these vitamins and these supplements. Can't get myself out of bed, I blame the government. I left my fortune outside, I don't know where it went. I left myself at the door, yeah, I'll be back in 10. I'm like a robot, a broken ist schon diese Gitarre gerade, Alter. I need to freshen me up. Peppermint, it's symbiotic and mutual. We feel it together, together. Cause you've been putting too much time into your Boah, ist das Klavier? Take the weight off of your aces. Das hat einen geilen Vibe. I don't wanna fuck, I wanna talk shit. I'm exhausted, bored stiff. Cause I've been working on myself and on my fitness. Take the weight off of my bench press. Boah, Junge, dieses, ich weiß nicht, diese Gitarre einfach, nur diese coolste Melodie abspielt, macht aber so viel aus für den ganzen Vibe einfach. Jetzt. Das ist geil. Es hat auch irgend noch so ein Synth oder so im Hintergrund. Boah. Boah, also der Refrain ist Killer, Digga. If it's makeshift and it's basic, maybe it's time for a change. Don't need a Rolex to know time it runs away. Don't need a seismograph to try and catch a wave. So close your weather app, get out and seize the day. You need first aid, I'm your nurse, babe. Stitch you up with some Lucozade, bandage up that head. Digga, diese E-Gitarre, Digga. Wie geil. Man hört die auf dem rechten Ohr, glaube ich, nur. Und dann die andere auf der linken. Ey, Junge, was war die mit den Gitarren auf dem Song? Ist so ein Rassel einfach mit drin? Take the weight off of my bench press. Lately I've been thinking we should talk less. I'm exhausted. And you've only hands and you're ripping my throat. Digga, Digga, die haben sogar jetzt die Gitarre in den Refrain reingemacht. Boah. Die Stimme gerade links. Wenn jetzt doch so Gitarren-Solo kommt, ist vorbei. Aber wird nicht kommen. Boah, Alter, aber der Vibe ist krank. Geil. Auch jetzt gerade die Melodie am Ende. Boah, ich mag die Melodie. Geil. Okay. Also der Song war noch, ich würde behaupten, am strukturiertesten bisher. Mal gucken, was noch die anderen Songs machen. Aber der war sehr geil. Aber ich dachte kurz so, also wie gesagt, also beim ersten Mal hören ist es auch ein bisschen schwierig, jetzt auf die Lyrics zu achten. Wenn man das öfters hört, dann versteht man die auch besser oder hat einen besseren Zusammenhang. Kurzzeitig zwischendurch war ich so ein bisschen, weggedriftet einfach. Und so, ich weiß nicht. Und dann kam der Refrain wieder und ich so, okay, ich weiß noch nicht, auf jeden Fall, aber sehr geil. Das ist auch tatsächlich mal wenigstens an die 3 Minuten. Also der Song ist sehr nice. Ich fand es sehr geil zwischendrin, also wie gesagt, diese eine Gitarre war schon die ganze Zeit geil. Das war so eine chillige, ich weiß nicht, wie man die beschreiben soll. Ich bin kein Experte, okay? Bitte judge mich hier nicht. Aber die E-Gitarre, ich hoffe, es war eine E-Gitarre, die dann irgendwann mittendrin kam, auf dem anderen Ohr, auf dem rechten Ohr, die war auf jeden Fall sehr geil. Ein bisschen schade, dass die nicht noch krasser ein bisschen benutzt wurde. Am Ende wurde auch nochmal so ein Stimmeffekt benutzt, so ein bisschen, der ist nochmal auch ganz, ganz geil gemacht. Ja, overall sehr geil bisher. Ich weiß noch nicht, ob ich sagen würde, das ist mein Favorite auf dem Album, aber sehr geil bisher. So, kommen wir, direkt schon gestartet. Kommen wir zu Telegraph Hill. Okay, das ist jetzt tatsächlich von Ben Matroverse geschrieben. Ich vermute mal, das ist sein Bruder. Und von Murray und von Joe
Armon Jones, Alter. Also, wow, Digga, kranker Name. Und auch produziert relativ so von allen dreien. Also Telegraph Hill, so wie ich es verstanden habe, ist es ein Aussichtspunkt irgendwo in England, wo er als chillt. Und das ist jetzt so ein bisschen der Song, der dazu entstanden ist. Ich bin sehr gespannt. Er klingt auf jeden Fall auch, die ersten paar Sekunden, die man gerade schon gehört hat, klingen sehr geil. Gehen wir in Telegraph Hill rein. 2 Minuten 20. Let's go. Boah, das Klavier hat direkt einen richtig geilen Vibe. Ich weiß nicht, wie ich diesen Vibe zuordnen soll. Warte, ich muss noch mal von vorne. Was für ein Vibe gibt mir das? Das gibt mir so einerseits Good Morning Vibes einfach so. Übrigens geiles Standbild auch gerade. Aber es gibt mir auch irgendeinen anderen Vibe. Ich kann den gerade nicht beschreiben. Auch so ein bisschen so halt chilliger Nachmittag so mäßig. Chilliger Sonntag so mäßig einfach. Boah. Boah. Ja, okay, die Drums sind auf jeden Fall sehr geil und das ist auch irgendwas im Hintergrund. So, ich weiß nicht, so wie so ein, es ist nicht so ein Pfeifen, ich kann es nicht beschreiben, irgend so ein Sound, der macht die Melodie nochmal so ein bisschen nach. Der klingt auch sehr geil. Doch, ich glaube, es sind Pfeifen sogar. Aber das hört man nur ganz leicht. But there's so many little pieces to a man. And all these other voices that I've silenced in the past, I'm asking them to stand up on the stage and raise their hand. Boah, Alter, wie der durchflowt. Nochmal. But there's so many little pieces to a man. And all these other voices that I've silenced in the past, I'm asking them to stand up on the stage and raise their hand. It's time for them to have a voice and take the mic. Cause it's not easy being the one that people like. It's harder still to be the one that people love. Who knew love would make for a hard life? It's a hard life. Boah, Alter. Boah, das hat einen geilen Vibe. Boah, warte, das muss ich noch kurz. Digga, der Refrain, der war geil. Vor allem am Ende, wie das Klavier wieder so reinkam einfach und es so perfekter Übergang war. So ein richtiger Kopfnicker-Song. Ich tue die ganze Zeit Kopfnicken, aber der erst recht. Ich sag auch es ist so ein Song, da geht die Melodie, die ist die ganze Zeit dieselbe, aber ich sag die Songs, und es ist ein Call von mir, vielleicht irgendwann werde ich ihn bereuen, aber ich sag Songs, wo eine Melodie durchgezogen ist durch den ganzen Song und sich gefühlt nicht ändert, halt, natürlich macht man das ein bisschen dynamisch und macht die Melodie mal lauter, mal leiser, man macht vielleicht ein anderes Instrument, wo dann die Melodie wieder verwendet und so weiter. Aber ich sag, Songs, wo so eine eingängige Melodie hat, einfach sind, also wenn du die gut umgesetzt, dann sind es einfach die besten Songs, finde ich. Und ich finde, bei dem Song merkt man das auch richtig krass. Du brauchst, die Melodie ist so perfekt einfach, dass es mir scheißegal ist, dass die ganze Zeit diese gleichen Klavierchords abgespielt werden. Boah, die kurz Pause drin, war geil. Through and through, conclusive proof. I swear it's true. Take a look at all our friends, they're still living their best. Samina, Damon, Wallace, Mikey, Alter, was passiert mit dem Klavier? Shining like Adobe's put on special effects. Still waking up on Sundays, not quite feeling their best. And I need to catch my breath. Turn the page just to see what's next. Boah, das Klavier. I guess I've made my bed. Maybe now I'll finally get some rest. Alter, okay, ja, also ich würde sagen, das war mit Abstand, wir müssen mal zurückgehen, das mit Abstand bisher mein absoluter Favorit auf dem Album. Ich finde, die Melodie ist einfach so geil, es gibt irgendwie so einen richtig erfrischenden Vibe, aber gleichzeitig auch irgendwie einen chilligen Vibe. Und auch dieser Refrain hier auch an der Stelle.
Oder ich weiß, das war nicht mal ein richtiger Refrain, weil der kam später nicht mehr, aber diese Stelle auch so ein geiler Vibe und wie es dann auch einfach auch wieder weitergeht. Und am Ende mit dem Klavier ab und zu mal ein bisschen Freestyle drin und so. Und also auf jeden Fall vom Beat, glaube ich, bisher mein Lieblingsbeat. Und auch vom Flow einfach. Er an manchen Stellen hier vorne. Der Flow jetzt an der Stelle. Der kommt einfach so gefährlich auf dem Beat. Also auf jeden Fall sehr geil. Ich glaube, es wird bisher definitiv mein Favorit auf dem Album. Ein bisschen schade, dass er nur 2 Minuten 20 geht. Ich glaube, man hätte auch noch ein bisschen länger ziehen können und dann sagen und noch so ein bisschen mehr Variation reinbringen können. Man hätte auch noch mal so, weiß nicht, man hätte so eine Stelle, man hätte auch so einfach die Drums so richtig einen fetten Hall-Effekt drauf machen können und so das Klavier so ein bisschen, dass es so auseinandermäßig geht vom Sound, aber auf jeden Fall sehr geil. Würde ich sagen, bisher mein Favorit. Kommen wir zu Pilot. Pilot, auch geschrieben von Murray wieder und Taker Perry und produziert von Taker Perry. Diesmal wieder im alten Schema quasi. Geht 3 Minuten 13, mal schauen. Ich bin gespannt. Where do I start? Where do you end? Was hat der auch wieder einen geilen Vibe, Mann. Watching ITV. I've been going up, down to CB. So many parts. But how do I man? Yeah, we built Boah, wie dieses Klavier, dieses Klavier, wie das so ausfadet. Dieser Sound und dann zieht sich dieser Ton so durch, so geil. Das kommt irgendwie. Es kommt irgendwie von irgendeinem anderen, der erinnert mich an irgendeinen anderen Song, aber es klingt bisher sehr geil. Aber es ist halt geil. Oh. Boah. Alter. Okay, warte, stopp. Digga, dieser Übergang. Wie geil war dieser Übergang? Also, warte. Ich wollte erstmal sagen, hier, er geht auf dem Album tatsächlich sehr oft mit dieser Stimme so hoch und macht diesen Sound. Das zieht sich auf jeden Fall durchs Album durch. Hier finde ich aber, also was heißt noch, bei anderen Songs war es auch gut, aber zum Beispiel jetzt vorhin bei Jane, wo wir gehört haben, wo dieser kranke Effekt drauf war, hat mich das gestört, aber hier finde ich es gut. Aber Junge, dieser Übergang, also ich würde es nicht als einen Drop bezeichnen, ja, vielleicht ein bisschen Drop, aber dieser Übergang war geil, Digga. Und der Bass, wie er auch dazu kommt. Und auch hier dieses, ich kann es nicht nachmachen, diesen Ton, den er einfach durchzieht. Das klingt so geil. Und dann immer dieses Snare einfach. Geil. Boah, was macht er mit seiner Stimme? Okay, jetzt kommt wieder Filter, aber das geht. Boah, alles wird weggenommen einfach und Drums und boah, der Bass. Junge, dieser Bass. Geil. Das ist auf jeden Fall auch sehr geil.
Alter, was passiert hier? That's definitely a whole lot less of me than I would like. Ah, der Junge. I tried to tell you, but Es ändert die Melodie. Es zieht einfach. Pilot never land this Hä? Was passiert hier, Digga? gotta cash that Einfach check. anderer Song plötzlich. Wish I could take it away and invest. Wie geil. Was ein geiler Switch. When you ask me a question, the answer is unanimous. When you ask me a question, the answer is unanimous. Yes. Boah. Does my name sound better in the past tense? Does my face look warm through a white lens? Oxygen, oxygen. Oh, Alter, was? Mask, please. Hypoxic, I can't breathe. Adrenaline, don't die on me right now. Alter, was? Ja, Junge, jetzt kommt noch ein Solo einfach. Alter, der Song ist krank. Der hat so viele Elemente und so viele Switches und so viele Sachen. Das ist einfach so viel. Ich kann gar nicht alles kommentieren, weil es so krank ist. Okay, der Song, Alter, der hat mich umgehauen. Erst am Anfang so dieses Klavier und dann diese Effekte und dann dieser Drop und dann geht es immer so weiter und dann am Ende jetzt dieser komplette Switch in dem Song. Ultra krank. Das war ein geiler Song. Oder ist ein geiler Song. Geil, Mann. Und der ist perfekt. Ich würde so sagen, von der Länge, der ist perfekt einfach so. Auch dieser Switch, der noch mit eingebaut ist, ist krank, okay. Also der konkurriert auf jeden Fall mit Telegraph Hill. Sehr, sehr geiler Song, muss ich sagen. Und auch dieses Oxygen einfach hier an der Stelle. Warte. Das ist geil. Einfach geil. Sehr geiler Song. Also neben Telegraph Hill ist safe mein Favorit bisher. Kommen wir zu Are You Still Watching? Auch wieder ein Interlude. Einfach kurz 1 Minute 9. Hören wir einfach kurz durch. hey man, Yeah, what's up? Es knüpft wieder so gefühlt an diesen Interlude von vorhin an. I don't know, man. I just feel like you've not really been very present in the past like couple weeks. What are you talking about? I've been here the whole way. Every day. Das hat aber auch einen geilen I Vibe. don't know, man. Like I feel like I've been really turning up and trying, and I don't want to like. I'm not trying to be nasty or anything. I just like this, you know. Honestly, man, I think you just need to sort some shit out. Like, it's clear that your head's not in the right place, and you're just tossing and turning, and it's like Oh, das macht die Gitarre da. you want to do something, and then sort yourself out before you pull other people around you. Yeah, I appreciate you, man. Junge, er macht einfach so geile Melodien in so ein Interlude rein. Also gut, Interlude haben meist auch sehr geile Melodien, aber And what are you doing tomorrow? Maybe in the evening, if you're about, we can talk this. macht daraus einen vollen Song, Mann. Alright, man. Let's chat tomorrow. Yeah. I'll let you Kommt ein know. cleaner Übergang? Alright, bye. Nee, okay. Da doch, es ist die Melodie. Okay, es ist die Melodie. Auch in Panorama jetzt verwendet wird. Oder Panorama. Ist auch wieder von Taker Perry und Murray geschrieben. Und Taker Perry auch mitgeschrieben. Gehen wir rein. 2 Minuten 57, immerhin. Ich hatte schon Angst, dass jetzt der Song geht, ist so eine Minute wieder. Let's just be honest. Alter, was hat er für einen Hall auf seiner Stimme? Like better in the news. Es klingt, als wäre so im Raum einfach. 2020 hindsight. It eats away wasted champagne and conversations on the kitchen floor. But we never did talk about shit. That's when I switched, it hit me like a light bulb. Ja, es ist schon wieder komplett der Switch plötzlich. My eyes closed, Irgendwie. small ripples slowly turning tidal. Immer diese Echo-Effekte. Light bulb, I see you clearer with my eyes closed. Small ripples slowly turning tidal. Watching that TV. Oh, ich glaube, das klingt nach Refrain. Oh, die Drums. Oh, Junge, was, Digga, mit diesem Refrain, der Refrain ist so ein Ohrwurm, what the fuck. Dieses
like a panorama. You might see the full picture. Und dann auch dieses es klingt bei mir scheiße, aber sein im Hintergrund. You might see the full picture. So don't be mad at me. Hoping all for you. I give you everything. Even show my worst side. Like a panorama. Like a panorama. Like a Negroni, I just put that on some ice. Phone keys and wallet, am I holding on too tight? I shift up this look on your face. Boah, ich wollte gerade eigentlich was über die Drums sagen, aber dann kam dieser Bass einfach dazu. Das ist so ein Brum, ich kann es nicht nachmachen. Aber der Bass, Digga, der an der Stelle ist auch so. Like a Negroni, I just put that on some ice. Phone keys and wallet, am I holding on too tight? Und auch das Klavier, Digga. Shift up this look on your face. But salty is not to my taste. I'm eating that cake, more to life than a wake and bake. And Oh, some the flow. bacon on my plate. Watch me aviate anyway. You'll never be yourself at all. Inspiration won't knock unless you're at the door. I switched it, hit me like a Nochmal Klavier. Kein Klavier, Gitarre. clearer with my eyes closed. Small ripples slowly turning tidal. Watching that TV, same old recipe. I change my POV, see it in a new light, like a panorama. Ja, okay, der ist in Ordnung, Digga. Might see the full picture. So don't be mad at me, hoping all for you. I give you everything, even show my worst side. Like a panorama. Like a panorama. I switched it, hit me like a light. Geil. I see you. Like a panorama. Boah, Junge, es baut sich noch weiter auf, hallo. Das hört nicht mehr auf. I switched it, hit me like a light bulb. I see you through my eyes closed. Like a panorama. Like a panorama. Boah, okay, also das Ende auf jeden Fall nochmal. Also, Digga, auf dem Album sind so viele Songs, wo einfach so ein krasses Soundbild, jetzt habe ich das Wort gefunden, ich glaube Soundbild ist das Wort, wo so ein krankes Soundbild aufgebaut wird. Aber am Ende es steigert sich immer mehr einfach. Und dann auch ab der Stelle hört man einfach so sein so durchgezogen, so geil, Mann. Das hat er jetzt schon öfters so. Ja, und der Refrain. Der Refrain ist halt, Digga, der Refrain ist ein maximaler Ohrwurm. Also dieses like a panorama ist einfach. Heute Abend, ich werde die ganze Zeit einfach das in meinem Kopf hören. Geil, okay. Also ich fand, der Refrain sehr geil. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Rest halten soll, von den Parts. Es war mir, ich weiß nicht, hier. 2020 hindsight. Ich weiß nicht. Also der Refrain hat mich auf jeden Fall abgeholt, auch von der Geschwindigkeit und so, aber ich weiß nicht, ob ich das andere ein bisschen zu entspannt oder zu chillig irgendwie, ein bisschen zu wenig so mäßig empfinde. Aber das, ja, wie gesagt, das erste Mal hören. Mal gucken, wie es dann bei öfters hören ist. Kommen wir zum letzten Song, Endcredits. Auch wieder mitgeschrieben von seinem Bruder oder einem Familienmitglied, wem auch immer. Auch von allen drei sogar produziert, geil. Geht 1 Minute 51 Endcredits. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es gab noch, wo das Album reviewed wurde, gab es so ein Teaser-Beat. Ich hoffe, das ist der hat auf jeden Fall auch eine kranke Stimmung, wenn das der ist. Gehen wir rein. And if you think you've been listening to my best work, you'll know when you hear it and each word hurts. Mad to think these were thoughts that had never occurred. Tried to bottle it up. Junge, schau, was passiert hier schon wieder alles. Also, erstmal tut er hier die Leute fronten, die, oder tut er das? Nein, er sagt, warte. And if you think you've been listening to my best work, you'll know when you hear it and each word hurts. Mad to think these were thoughts. Okay, ich kann es noch nicht zuordnen, an wen das gerichtet ist. Aber krank, es hat so ein Sound, der ist so immer so
der ist so durchgehend und geht dann immer so auf und ab einfach. Ich weiß nicht, wie man den beschreiben soll. Der klingt auf jeden Fall sehr geil und auch so irgend so eine Pitch-Stimme, die einfach so im Hintergrund verschwindet, auch sehr geil. And if you think you've been listening to my best work, you'll know when you hear it and each word hurts. Mad to think these were thoughts that had never occurred. Er hat auf jeden Fall Metall auf dem Album. But you've been dying of thirst, and so I had to give it to you. All my learning curves play out in front of you. Okay, man hört But where's my just deserves? Hat man gerade eine Hi-Hat gehört oder habe ich mir das eingebildet? Sorry, ich muss nochmal zurück. Hat man da eine leichte Hi-Hat gehört oder habe ich so eingebildet? Doch, oder? Also nur ganz leise. Diese Drums meinte ich vorhin. Genau diese Drums hätte ich noch gefühlt bei. Welcher Song war das? Bei Octopus oder war das bei Telegraph Hill? Ich weiß nicht mehr. Wo ich so meinte, am Ende könnte man auch noch so einen hallmäßigen Part machen mit so Hall-Drums. Genau diese Drums hätte ich da gefeiert. Die Drums sind sehr geil. Also krank weit. Oh, noch. Ich weiß nicht, ob das ein Bass ist, aber auch. Er hat's mit den Vibes auf dem Album. Okay, jetzt Doubles auf seine Stimme. Passiert wieder zu viel, da passiert zu viel. Yeah, I could do it like in 2 hours. Yeah, man. It'd just be really nice to see you. Usual Geil. spot, say like 6:30 or something. Alright, man. See you tonight. Deep water, Nein. scared of the sharks. I've met each one and each left their mark. And I can see you at the barrier, pouring love into my scarred heart. Junge, was passiert da? By the bus in the car park, but I found meaning in more than big nights. And I can laugh now with the cheap flights and the fear of dropping so publicly from great heights. So hold my hand and guide me to the Alter. light. If this is mine credit, I think it's alright. If this is mine credits, I think it's alright. Junge, die Seegitarre. I think it's alright. Oder was auch immer das ist. So hold my hand and guide me Warte, to nochmal, the ich muss die light. mal hören, Digga. Guide me to the Wie light. die da so durchzieht einfach. Ich kann das nicht beschreiben. So If this is mine credit, I think it's alright. dieser eine Sound einfach. This is mine credits, I think it's alright. So übersteuert einfach. Yeah, if this is mine credits, I think it's alright. Und dann aber trotzdem so, es übersteuert oder fadet dann trotzdem noch so unterwassermäßig aus einfach. I think it's alright. If this is mine credits, I think it's alright. So hold my hand and guide me to the light. If this is mine credits, I think it's alright. Okay, er ist auch ein trauriger letzter Song, muss ich sagen, eigentlich auch. Weil er sagt so mäßig eigentlich übersetzt, wenn das mein Ende ist, dann ist das Ende okay so. Scheiße, Mann. Nein, Mann, das soll nicht das Ende sein. Aber ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass es, glaube ich, kurze Side-Story hier, die hießen ja eigentlich mal Easy Life, die Band, und mussten dann wegen dem Rechtsstreit, glaube ich, mit EasyJet oder so, sich umbenennen, haben sich Hardlife genannt. Und ich glaube auch, er hat auch gesagt, dass dieser Song so entstanden ist, wo die Band so brüchig war in diesem Zeitpunkt, weil einer hat ja dann noch die Band verlassen. Deswegen haben wir auch diesen Instrumental auf dem Album, was vorhin kam. Und da, weil wohl auch die Band so mäßig so unsicher war, ob sie weitermacht oder so, oder jeder halt wahrscheinlich unsicher war, war, glaube ich, auch dieser Song so ein bisschen daran gewidmet, so mäßig, so wenn sie jetzt halt nicht mehr weitergemacht hätten, wäre trotzdem okay so, das Ende. Krank. Okay, also, Junge, die halligen Drums ballern auf jeden Fall anders. Es ist auf jeden Fall wieder ein krankes Soundbild. Auf allen Songs irgendwie gefühlt ist so ein krankes Soundbild einfach. Das ist so, ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben würde, aber es ist so ein bisschen so, man legt sich auf die Couch und fadet einfach so komplett aus, man blendet alles so, sag ich mal, um sich herum aus. So Songs sind einfach perfekt dafür, weil die so ein Soundbild erschaffen, was so krank ist, dass du dich einfach wie in einem anderen Film so mäßig einfach fühlst. So, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall sehr geil, dass davon sehr viele Songs auf dem Album sind. Wir können auch mal eigentlich Proximity Effect jetzt im Hintergrund ein bisschen laufen lassen. Ist ja eh ein Instrumental leider. Vielleicht kommt ja irgendwann die andere Version mit Lyrics noch. Ja, aber allgemein, ich weiß nicht, also
jetzt hier im Stream zum Beispiel, Quantum, also du kennst ja die ganzen anderen Songs noch nicht, also dieses Tears Ogre, Yellow Bike, Crickets und Othello. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Yellow Bike auch mit einer meiner Favoriten ist auf dem Album. Wir können noch mal kurz reinhören. Alleine. Das war so ein geiler Refrain einfach. Boah, Junge, wenn ich das so wieder höre. Mit so eine Geige noch im Hintergrund und dann einfach sein Hall auf dieser Stimme. Das meine ich auch, warum er benutzt sau viel Hall einfach auf dem ganzen Album. Und so ein Echo-Effekt auch einfach. Ja, Echo-Effekt wollte ich sagen, nicht Hall. Also auch Hall, aber ein Echo-Effekt benutzt er sehr oft. Das zieht sich das Album durch und auch immer, dass er wieder so einen Ton einfach hochzieht einfach. Ist auch bei Crickets zum Beispiel. Also das zieht sich so ein bisschen ein Stil durch das Album. Aber ich würde sagen, also Yellow Bike... ist auf jeden Fall auch sehr strong. Aber ich gehe tatsächlich, also, es sind auch viele. Tears zum Beispiel höre ich auch gerne. Oder dann höre ich auch wieder gerne Othello. Also es sind sehr, sehr viele Songs auf dem Album auf jeden Fall, die mir gut gefallen. Ich würde aber overall, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste für 1 bis 2 Songs, meine Favoriten, würde ich auf jeden Fall Telegraph Hill auf jeden Fall nochmal nehmen, Digga. Dieses Klavier hat so einen geilen Vibe und auch einfach so, er rappt einfach durch. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Und Pilot fand ich halt, Junge, Pilot auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Auch mit dem Beat-Switch und alles. Also ich glaube, die beiden sind so mit meine Favoriten. Wie lange geht das ganze Album? Steht es hier irgendwo? Ah, hier oben. 32 Minuten. Ja, das ist das kürzeste Album, was ich gefühlt, glaube ich, jemals in meinem Leben gehört habe. Also wir haben ja nicht immer alles jetzt gehört. Aber eine halbe Stunde ist schon sehr verdammt, also es ist schon wenig. Aber es sind 14 Songs, also ja, bis auf die Interludes, wenn man die halt nicht mitzählt und so. Aber ist auf jeden Fall ein starkes Album, definitiv. Ich mag, er hat so ein bisschen rumexperimentiert auf dem Album. Also es hat zwar manchmal so, wie gesagt, so einheitliche Stile mit der Stimme und dem Echo-Effekt und alles so ein bisschen und manchmal so ein bisschen ähnliche Gitarre und so. Und die Drums und so weiter, aber es hat trotzdem irgendwie, jeder Song hat nochmal so seinen eigenen Stil, was ich aber irgendwie auch ganz geil finde. Definitiv ein gutes Album. Ein paar mehr Songs hätte ich auch gefühlt, vielleicht kommt irgendwann eine Deluxe-Version, wer weiß. Aber overall hätte ich mir auf jeden Fall zum Beispiel auch hier bei Crickets oder so gewünscht, dass manche Songs einmal ein bisschen länger wären. Aber sonst gibt da gar nicht so viel zu kritisieren. Vielleicht bei Jane ein bisschen weniger Effekte. Ich finde es aber geil, wie er sich rumprobiert hat. Die Soundbilder, die er erschaffen hat, die Instrumente, die er verwendet hat, dass auch manchmal Sachen einfach unvorhersehbar waren und nicht so Schema A, B, C so mäßig, sondern auch manchmal was dann irgendwie A, D, X, Y, Z so mäßig einfach. Also nicht so, dass man viel voraussehen konnte, das war auf jeden Fall sehr geil. Ich finde aber tatsächlich auch jetzt explizit von der Band, gibt es auf jeden Fall stärkere Alben. Ich würde es, glaube ich, es ist schwierig. Also momentan ist es ja auch immer jetzt so die erste Reaktion so mäßig und vielleicht nach ein paar Mal hören ändert sich das dann wieder. Aber ich würde dem Ganzen, glaube ich, wir machen von 1 bis 10 mit Kommazahlen. Komm, wir geben dem Album eine 8,2. Ich gebe dem Album eine 8,2 vom Ranking her. Auf jeden Fall sehr stark, aber es war auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und damit sind wir am Ende von der Reaction. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das Album fandet. Falls ihr wollt, dass ich auf irgendwas anderes vielleicht noch von Hard Life oder von irgendeinem anderen Künstler reagiere, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns hier bei der nächsten Reaction. Ciao.